Was fällt Ihnen bei diesem Toyota Prius auf? Ja, ich will es nicht zu kompliziert machen, aber Toyota Prius, das kennen Sie, Vorreiter im Bereich Hybridtechnologie, seit man überhaupt denken kann über Hybridtechnologie. So ist es. Toyota hat die Hybridtechnologie quasi mitentwickelt und ist einer der erfahrensten Anbieter. Aber was fällt Ihnen auf bei diesem Auto? Gut, wir wollen Sie nicht weiter auf die Folter spannen. Es hat nämlich ein Kennzeichen, wo ein E hinten dran ist. Und das ist neu bei Toyota, zumindest mal beim Prius. Das gab es vorher nämlich nicht. Denn das E bedeutet, es ist ein Plug-in-Hybrid. Zumindest fährt er rein elektrisch. Und ja, das war bisher nur Autos vorbehalten, die entweder Plug-in sind oder eine Batterie haben, die komplett funktioniert. Ja, Peter Dämmerle, grüß dich. Hallo Sven, grüß dich. Ist das richtig? Das ist richtig so, ja. So, das heißt also, wir haben auch hier wieder den Vorteil, ich kann rein elektrisch fahren, habe die Vorteile von dem Prius, also den ganz niedrigen Spritverbrauch, die Serviceintervalle, die quasi euch als Autohändler arbeitslos machen, ja, ist wirklich so. Genau, weil die Dinger sind extrem zuverlässig und wenig wartungsintensiv und ja, dementsprechend selten in der Werkstatt. So ist es. Also in Berlin fahren die Dinger sogar noch, es gibt glaube ich noch eine größere Version. Das ist der Prius Plus, genau, das ist so ein Van, also mit mehr Innenraum, mit mehr Platz für Fahrgäste und die sind sehr beliebt als Taxis. Das ist so und die fahren und fahren und fahren und wenn ich mich da mit Taxifahrern unterhalte und frage die, warum fahren sie denn Toyota, dann sagen die immer zwei Antworten. Der ist nie in der Werkstatt. Und der ist nie kaputt. Das ist also wirklich, und ohne Witz, egal wen ich frage, also halb Berlin fährt irgendwie Toyota. Genau, die Taxiszene in Berlin, da ist er schon sehr stark vertreten und ich meine, er hat sich im Laufe der Jahre dort gerade unter diesen erschwerten Einsatzbedingungen auch einen guten Ruf erarbeitet. Dazu kommt natürlich auch, dass die Verbrauchswerte gut sind. Das ist halt eben, ich denke auch gerade im Taxigewerbe ein wichtiger Punkt. Ja, die Ausfallzeit ein großes Thema. Jetzt ist eine ganz neue Optik. Er ist nicht mehr ganz so kantig. Er war ja mal verschrien, so Anfang der 2000er, als unmögliches Design. Ich fand es gar nicht unmöglich. Es hat den Leuten gezeigt, ich fahre einen Prius. Mittlerweile gibt es in vielen Städten sogar Prius-Pflicht. Es werden Taxis ausgeschrieben. Ich glaube, in New York fahren auch ganz viele Prius. Ja, das ist wirklich weltweit so und was der Prius auf jeden Fall gemacht hat, er hat sich seine Eigenständigkeit irgendwo behalten. Das Auto hat einen hohen Wiedererkennungswert und ich denke jetzt von der Form her ist er auch wirklich schick geworden. Ja, du hast eine schöne Farbe ausgewählt. Der Name der Farbe? Du, ich kann dir jetzt den Namen der Farbe gar nicht sagen, Sven, ich müsste das wirklich raussuchen. Gut, es ist grau. Es ist grau Metallic. Ja, einige Eigenschaften hat er. Das heißt, also ich habe einen Motor drin, der extrem sparsam ist. Die CO2-Effizienzwerte hast du? Ich habe alles da, die kann ich dir kurz zeigen. Genau, zeig mal bitte, denn der ist natürlich, wahrscheinlich ist er A+++, würde man sagen, bei jeder Waschmaschine. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben nämlich heute Verbrauchswerte, die wirklich seinesgleichen suchen. Ich gehe einmal kurz drum rum. Peter holt mal gerade die CO2-Effizienzwerte. Was ich Ihnen verraten kann, was also ganz neu ist, ist eine zweite Tankklappe hier. Die ist nämlich auf der linken Seite und die sieht so aus. Und da wird Strom getankt. Wir haben uns das nämlich gerade eben schon mal angeschaut. Im Vergleich zur anderen Seite, da ist die zweite Tankklappe. Und was auch ganz neu ist, das werden wir uns gleich mal anschauen, das ist natürlich das Ladekabel, was denn drin ist. Ja, du hast es da, A+. Genau, hat die Effizienzklasse A+. Das Auto kostet 36 € Steuern im Jahr. Und wir haben, wie gesagt, einen kombinierten CO2-Ausstoß von 29 Gramm pro Kilometer gemäß der hier verwendeten Messnorm. So, ich zeige es mal gerade. Also wir haben 29 Gramm pro Kilometer. Wir haben eine CO2-Effizienz von A+. Und es sind wie viel Gramm? 29 Gramm pro Kilometer. Das bedingt natürlich nach der Messform, dass man, ich sag mal, auch elektrisch fährt. Wenn man natürlich der, ich sag mal, Elektrotank leer ist, dann hat er mehr. Genau. Ja, man kann extern aufladen. Wir haben an dem Auto 2 Tankklappen in Anführungszeichen. Auf der rechten Seite, auf der Beifahrerseite kann man jetzt hier aufmachen. Und hier drunter ist halt eben so ein Deckel, den kann man abziehen. Hier nebenan befestigen und hier kommt halt eben jetzt dieses externe Ladekabel ran. Der Stecker passt auf eine übliche Haushaltssteckdose, das heißt, du kannst ihn unabhängig von der öffentlichen Ladestation auch zu Hause an einer normalen Steckdose laden. Ja, das Ziel ist ja auch, es gibt ja Menschen, die so ein Auto fahren, die unglaublich wenig tanken. Das ist wirklich so. Du selber hast so ein Auto mal gefahren. Was war das zuletzt, Plug-in?
Ja, das war von einem Wettbewerber, den wir auch hier im Haus vertreten. Und da ist halt eben so, dass man so oft man kann irgendwo probiert zu laden, entweder auf der Arbeitsstelle oder zu Hause. Und kann dann halt eben, wenn man nicht die allzu großen Strecken fährt, überwiegend elektrisch fahren. Dann ist es eigentlich wie ein E-Auto mit dem. Wie war das bei dir, das Laden? Ist es okay? Das Laden ist super komfortabel, dauert auch nicht so lange. Beim reinen Elektroauto sind ja die Akkus deutlich größer. Da muss man halt eben schon längere Ladezeiten planen. Bei dem hier ist es so ein Zeitraum von 3 bis 4 Stunden. Super, machen die mal zu, die Klappe. Dann, also das ist neu. Das ist der erste Plug-in-Hybrid bei Toyota, den es jetzt gibt in Deutschland? Ja, wir hatten von dem Vorgängermodell gab es auch eine Plug-in-Version und das hier ist jetzt halt eben das aktuelle Modell, das halt eben technisch dann auch nochmal weiterentwickelt ist. Ja, interessant auch wegen 0,5% Dienstwagenversteuerung. Das ist ganz vielen wichtig. Ich denke, das ist ein Argument. Wenn du mal so lieb bist, hinten aufmachst, was ich toll finde, man kann sogar durchgucken. Das heißt, hinten ist auch transparent. Habe ich noch nie gesehen. Ja, genau. Man sieht hier praktisch als Fahrer auch durch diesen Bereich hier durch. Das macht die Übersicht nochmal nach hinten ein bisschen besser. Der hat natürlich auch eine Kamera drin, hat auch Einparksensoren drin, aber trotzdem ganz nett, dass man sieht, wo das Auto zu Ende ist. Ich zeige mal gerade, wenn du nochmal kurz zumachst. Also ein ganz besonderer Hinweis, wenn ich also hier alles abmachen würde mit allem drum und dran. Blaues Logo heißt immer Plug-in, elektrisch. Das ist bei Toyota so, genau. Alle, die so einen blauen Schimmer im Logo drin haben, sind halt eben irgendwo als Hybrid oder Plug-in-Hybrid unterwegs. Genau. Ja, eine hochdesignte Heckklappe. Ich zeige Ihnen mal kurz, wie ich hier rausgucken kann. Tatsächlich habe ich sogar eine kleine Heckscheibenheizung auf dem kleinen Fenster. Richtig süß. Und da habe ich dann das große Fenster. Ja, das ist das Ladekabel. Man muss dazu sagen, technische Reichweite, rein elektrisch. Ja, die Reichweite liegt zwischen 14 und 50 Kilometern, die man rein elektrisch fahren kann. Das hier ist der Anschluss, der aufs Auto kommt. Und hier haben wir das Teil, das halt eben in die normale Haushaltssteckdose eingesteckt wird. Ja, das geht auch über Nacht locker, weil ich sag mal, bei der geringeren Reichweite ist das kein Thema. Das heißt, der hat quasi 2 Batteriesysteme drin. Der hat einmal das System, was man kennt aus dem Hybrid, und dann einmal normale Hybrid-Batteriesystem, das sich während der Fahrt leert und wo der Strom auch direkt wieder verbraucht wird, und hat eben einmal diese extern aufladbare Variante. So, ich nehme an, dass ein Teil der Batterie ist hier unter der Abdeckung, oder? Ja, genau. Es ist halt eben auch so, dass bei dem Auto, das haben wir jetzt ganz aktuell, die Plug-in-Hybriden werden ja jetzt mit zusätzlichem Geld gefördert. Das heißt, der staatliche Anteil an der E-Mobilitätsprämie ist von 2.250 € auf 4.500 € erhöht worden. Ist es jetzt doof mit dem Einladen, dass man da eine harte Kante hat dann deswegen? Ja, also ich meine, die Ladekante ist immer noch relativ niedrig und gut zugänglich. Zeig mal bitte. Also nee, ich meine jetzt nicht hier, sondern wenn ich jetzt umklappe, bin ich da eben? Mach ich hier gerade. Ich würde das nämlich mal gern sehen. Gut, es gibt Schlimmeres als eine 1000% ebene Fläche. Okay, das heißt, ich habe einen leichten Sprung. Einen leichten Sprung zwischen Kofferraum und den umgelegten Rücksitzen. Genau. Gut, damit kann ich leben. Das Thema Elektro. Also wenn du jetzt mal, du bist ja relativ lange hier. Wie lange bist du schon im Unternehmen? Ich bin schon seit 1982 hier im Unternehmen tätig, von der Ausbildung angefangen. Das war am Anfang, hat das ja jeder belächelt, als es kam. So, dann kamen die Plug-ins, da hat jeder gesagt, naja, da waren auf einmal Spritverbräuche im Raum, die waren so sensationell, dass die Leute anfingen, darüber nachzudenken. Und jetzt kommt der Plug-in. Ist das so jetzt in der Realität angekommen? Also am Anfang war es wirklich schwierig, weil der Prius, die erste Generation, war der erste Hybrid überhaupt, der am Markt war natürlich von der Optik her ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber mit Aufkommen der weiteren Modellvarianten, und das waren durchaus auch Volumenmodelle wie der Toyota Yaris oder auch der Toyota Auris, hat sich das Thema immer mehr durchgesetzt, und die Kunden schätzen halt eben die niedrigen Verbrauchswerte, die Zuverlässigkeit und auch das komfortable Fahren. Ja, es wird ganz viel Energie wird rekuperiert. Das heißt also, ich sag mal so, mechanische Teile beim Bremsen empfiehlt er sogar ab und zu mal richtig mal durchzubremsen, ja, dass also nicht nur rekuperiert wird, sondern die Bremsen auch von Rost befreit werden. Ja, ich sag mal, so ein vorausschauender Fahrer, der jetzt ein bisschen defensiver unterwegs ist und der halt eben die Ausrollphasen nutzt, frühzeitig vom Gas geht, ja, der hat schon einen reduzierten Bremsenverschleiß. Der Nachteil ist, das tut der Bremse auch nicht gut. Denn ich sag mal, es gibt Leute, die haben wirklich Rost an den Bremsen bei solchen Autos. Das war jetzt Spaß, aber ich sag mal, Hauptprobleme mit so, dass ich zum Beispiel Kupplungsprobleme habe, Verschleißprobleme. Ich habe hier eine Automatik drin. Genau, das ist ein stufenloses Automatikgetriebe, das hier eingebaut ist.
und du hast keinen Verschleiß, also hast auch keine Kupplung, die sich irgendwo abnutzen kann, die dann irgendwann erneuert werden muss. Dann zusätzlich ist der Elektromotor hilft ja auch beim Beschleunigen. Das heißt, ich habe trotzdem agiles, schnelles Fahren, wenn ich will. Ja, der ist sehr spritzig, gerade beim Beschleunigen. Gerade im innerstädtischen Verkehr kann man das sehr gut ausnutzen und bringt da richtig Vorteile. Ja, ganz neues Erscheinungsbild. Ist das jetzt ein Facelift oder ist das der, den es seit 2 Jahren gibt, seit 2, 3 Jahren? Ist schon leicht überarbeitet und ja, es sind so kleinere Änderungen in der Optik, auch so im Scheinwerferbereich. Ne? Da ist ein adaptives Licht mit drin. Ne? Da ist ein LED-Scheinwerfer mit dabei. Ja. So, ich zeige es mal ganz kurz. Also wir haben eine 2-Zonen-Klimaautomatik. Wir haben eine Wärmepumpe mit drin, die ganz wichtig ist. Das heißt also, ich generiere meine Energie zum Kühlen über eine Wärmepumpe sehr effizient. Das ist sehr effizient und bringt halt eben nochmal Verbrauchsvorteile mit sich. Ja, hat einige Fahrerassistenzsysteme mit drin. Die sind immer dann wichtig, wenn man nicht dran denkt. Zum Beispiel hat er einen Notbremsassistent. Ja, genau. Es ist ein Frontkollisionswarnsystem drin mit Notbremsassistent. Er hat eine Frontkamera drin, die halt eben auch beim Spurhalten hilft. Ja, es sind Totwinkelwarner in den Außenspiegeln mit drin. Ne? Aber ich denke, gerade die Sachen können wir jetzt gerade auf einer Probefahrt mal noch testen, weil wir kurz eine Runde mit dem Auto fahren. Ja, machen wir das mal. So, Teil 2, große Probefahrt. Bleiben Sie dran mit dem neuen Toyota Prius Plug-in Hybrid 2020, korrekt? Richtig. Super. Preis, ist er bezahlbar? Er ist bezahlbar. Wie gesagt, wir haben jetzt hier mal so einen Preis kalkuliert für das Auto. Da sind halt eben jetzt auch die Förderungen schon zum Teil ab. Wie er jetzt hier steht, ist ein Vorführwagen, liegt er bei 32,5. Gut, das ist ja absolut erreichbar. Die Förderungen, das sind, ich glaube, 8.000, 9.000 Euro mittlerweile. Stimmt das? Also 4.500 Euro kommen vom Staat und wir geben halt eben als Händler nochmal einen Zuschlag. Das sind nochmal 2.250 Euro. Für ein Plug-in-Hybrid, muss man sagen. Also 0,5 bedeutet dann in dem Fall Bruttolistenpreis 40.000 Euro. Davon die Hälfte wären also rund 200 Euro Versteuerung im Monat. Damit kann man leben. Damit kann man leben, gerade halt eben diejenigen, die Dienstwagen nutzen. Dazu kommt natürlich noch Wohnung, Arbeit. Wer sich da ein bisschen auskennt, kann er sich vom Steuerberater ja ausrechnen lassen. So. Ich zeige noch eine Besonderheit hier. Das sind wirklich das Blinker-Design. Dafür hätte man so in den 50er, 60er Jahren, erinnert mich so ein bisschen an Ford Mustang, ja, mit so diesen Ausläufern. Das ist alles schon sehr stylisch. Ja, das ist sehr stylisch und es ist halt eben anders angeordnet, wie man es kennt. Senkrecht. Macht dem Auto, verleiht dem noch optisch eine spürbare Breite irgendwie. Steht also unheimlich satt auf der Straße, sieht richtig gut aus. Er liegt natürlich auch wegen der Batterie wie ein Brett auf der Straße, oder? Ja, es hat einen niedrigen Schwerpunkt, das ist vom Fahren her sehr agil, lässt sich wirklich angenehm fahren. Bin da mal gespannt. Probefahrt steht an. Ja, wir schauen uns erstmal das Interieur an. Von außen habe ich ein tolles Design. Hier habe ich die Klavierlackoptik mit drin, aber auch nicht zu viel. Ich habe relativ viele gerade Flächen, die ich gut reinigen kann. Also bei denen ich einfach nur drüber wischen muss. Zentral habe ich einmal hier in der Mitte ein großes Display mit drin, das werden wir gleich noch sehen. Aber ich habe noch ein Head-Up-Display mit drin quasi. Genau. Das siehst du jetzt natürlich primär, wenn du das Auto fährst, wenn du auf dem Fahrersitz bist. Und das Ganze wird halt eben nicht über so eine Plexiglasscheibe realisiert, sondern es wird tatsächlich so in die Windschutzscheibe eingespielt. Das ist die aufwendigere Lösung, aber ist natürlich auch viel eleganter. Ich komme mal kurz auf deine Seite, dann sieht man es eher. Also es ist ein Head-Up-Display. Ich meinte aber eher was ganz anderes. Das ist hier vorne drin. Das ist das Head-Up-Display mit drin, das wird eingespiegelt. Ich meinte eher das kleine Display, was da drüber ist. Das bezeichne ich schon als Head-Up-Display, wo zum Beispiel die Geschwindigkeit gezeigt wird. Das ist relativ hoch. Ist relativ hoch, ist zentral angeordnet, genau, ne, da laufen die Fahrerinformationen. Natürlich ist das bequemer, wenn ich hier geradeaus durch die Scheibe gucke. Ja. Ich habe als Fahrer alle wichtigen Informationen direkt vom Auge. Gut, ich komme mal zu dir, dann geht's los. Natürlich habt ihr die Autos, die Vorführwagen, ich schneide mich mal kurz an. Es ist so schön, dass ich für diesen Job noch bezahlt werde, hier durch die Gegend chauffiert zu werden. Hier gerade mal dieses Induktivfeld, da kann man halt eben sein Telefon
drauf laden. Man legt es einfach drauf, braucht kein Kabel zu verbinden. Wenn du das Sleepis nochmal runterholst, dass man das sieht. Es ist auch eingelassen, man sieht es deutlich, ja? Richtig, das ist so ein Feld, da ist auch so ein Symbol drauf, wo man es erkennen kann, genau. Ne? Und das ist halt eben ganz easy, drauflegen und dann wird schon geladen. Gott, klappt überall, klappt nur bei mir nicht, du weißt warum. Ich habe hinten ein Metallstück für meinen Magnethalter drauf, dann geht es nicht mehr. Also einen Tod musste sterben. So, ich gehe mal ganz kurz ran ans Display, dass man das mal sieht. Das ist das, was ich eben so als Head-Up-Display gemeint habe, weil es so hoch ist. Aber es ist sehr praktisch und du kriegst eine Fülle an Informationen. Kann ich das programmieren? Ja, du kannst hier die unterschiedlichen Informationen raussuchen. Das geht hier mit diesem Cursor am Lenkrad. Da kann man halt eben umschalten. Ja, sind halt eben ganz viele Sachen, die man sich hier raussuchen kann. Man kann hier auch Einstellungen verändern, Fahrzeuganpassungen vornehmen. Der hat hier so eine Verkehrszeichenerkennung drin, wo halt eben die Geschwindigkeitsbegrenzungen erfasst werden. Man kann hier die Einstellung vornehmen für das Setup-Display. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt hier vorne durchgucke, die Höhe variieren. Jeder ist irgendwie unterschiedlich groß. Man kann es höher einstellen, niedriger einstellen, je nachdem wie die Körpergröße ist. Wir können die Schlingerwarnung einstellen von der Empfindlichkeit her. Wir können generell entscheiden, ob wir es nutzen wollen. Spurhalteassistent, aktive Einparkhilfe. Das heißt, der bremst auch, wenn ich rückwärts gegen nah an Hindernis rankomme, von alleine ab. Man kann die Empfindlichkeit des Frontkollisionswarners einstellen. Man kann den ein- oder ausschalten, wenn man gar nicht nutzen will. Abstandstempomat hat auch? Geht auch. Und Tempomat ist natürlich mit Abstandsregelung. Das heißt, ich habe hier die Taste, wo ich den Abstand zum vorherfahrenden Fahrzeug in mehreren Stufen wählen kann. So ganz natürlich ist das nicht. Also das ist schon so, das ist ja eigentlich schon ein Komfortelement, das man aus der Oberklasse kennt. Richtig, und macht den Tempomat dann erst richtig sinnvoll, weil ich brauche dann wirklich während der Fahrt nicht mehr nachzukorrigieren oder er schaltet sich nicht ab, wenn ich irgendwie abbremsen muss oder langsamer werden muss. Ja, das ganze Thema ist ja Software-Updates. Man kennt es bei Tesla, da gibt es die Software-Updates. Wie ist das hier gelöst? Also die Software-Updates, sofern was ist, wird im Rahmen der Wartung halt eben mit unseren Testern in der Werkstatt durchgeführt. Es ist ein etwas weniger verspieltes Auto, muss man sagen. Also ich kann es benutzen wie ein ganz normales Auto. Gut, das geht bei Tesla natürlich auch, aber ganz viele Tesla-Fans, da gibt es unglaublich viele Gimmicks, Spiele und so weiter. Das hier ist, ich sag mal, für jemand, der, ich sag mal, von A nach B kommen möchte, ein tolles Auto haben möchte, aber kein Computerspiel in der Mitte. Genauso ist es. Es sind Informationen, die man brauchen kann, wo man sich auch während der Fahrt vielleicht ablenken kann, wo man das eine oder andere rausziehen kann. Aber es verleitet halt eben jetzt nicht zum Spielen irgendwie während der Fahrt. Das ist Quatsch. Gibt es eine App dafür? Jetzt habe ich dich. Nein, es gibt für das Auto eine App. Es gibt die MyT-App. Man kann also bei Toyota so ein Nutzerkonto anlegen und kann dann auch verschiedene Sachen über diese App steuern bzw. kriegt Informationen. Ja, Radio ist mit drin, DAB Plus ist ja Standard, ab Jahresende wird es ja kommen, das geht. Touch-Display? Das ist ein Touch-Display, wir haben jetzt die Navigation hier mal eingeschaltet. Hier außen sind die Hauptfunktionstasten, wo man in die entsprechenden Menüs reinkommt. Und hier sieht man jetzt halt eben, das sind schon DAB-Sender, das heißt, die kann ich sogar wie den hier zum Beispiel überregional empfangen. Also man kommt hier eigentlich intuitiv immer in den Bereich, wo man gerade hin will. Hier gibt es eine Telefonfunktion, sofern halt eben ein Telefon gekoppelt ist. Das ist im Moment... CarPlay hat es auch? Ja, das ist jetzt die nächste Frage. Da muss ich selbst nochmal gucken. So, Mirror hat's drin. Mirroring, also kein Apple CarPlay und kein... Ist auch gar nicht so wichtig, denn ich sag mal, ich hab's drin bei mir im Bus, im VW-Bus, nutze es nie. Weil ich immer das Handy dann da in der Halterung drin habe, macht alles damit und koppelt es nur über Bluetooth. Es hat Vor- und Nachteile. Ich meine, das hier ist jetzt eine fest eingebaute Navigationslösung. Da bist du unabhängig von der Datenverbindung. Das heißt, auch in netzschwachen Gebieten hast du immer eine sichere Navigation, die auch funktioniert. Klar, bei Android Auto, Apple CarPlay ist das natürlich immer aktuell, aber wenn du kein Netz hast, funktioniert es das eben nicht. Gibt es jetzt bei Google Maps eine Lösung, kannst du einfach runterladen von deiner Strecke. Der warnt dich sogar davor und gesagt, also hier im Odenwald hast du schlechten Empfang, willst du das runterladen vorher? Geht. Ja. Das ist so, nicht, dass die Kommentare alle kommen. Ich habe es nämlich letztes Mal gemacht. Ja, muss man natürlich dann auch machen. Ja. Thema, nicht, dass einer sagt, gibt's ja schon alles. Also das ist da. Cool ist der kleine Stick hier. Das ist da Schokolade, oder? Das ist der Automatikwählhebel. Genau, wenn du mal kurz zeigst, deine Hand ist gerade im Weg.
Ja. Genau, wenn du den mal vielleicht mit 2 Fingern mal hoch und runter machst, dann sieht man das. Also er hat hier eine Ausgangsstellung und das Auto ist jetzt fahrbereit. Hier oben sieht man die Ready-Anzeige. Warte, ich zeig's mal, da steht Ja. Ready. Genau, so wenn ich jetzt den Wählhebel zur Seite bewege und Richtung D einmal nach unten, dann hast du hier oben das D farblich markiert. Das beleuchtet. Jetzt die Feststellbremse lösen, das ist beim Prius ein Fußpedal. Wie früher beim Mercedes. Ganz früher. Ja, nur besser. So, und Ich habe die mal Kuhbremse, habe ich die genannt. Ja, das ist eigentlich von der Bedienung her super bequem. Man hat halt eben hier in der Mittelkonsole keinen Hebel mehr. Man spannt die, indem man drauf tritt und löst, indem man kurz antippt. Geht also ganz, ganz einfach. Wählhebelstellung ist jetzt drin. Ja. Und sobald ich jetzt den Fuß von der Bremse nehme, rollt er schon an. Und du hörst nichts. Ja, natürlich. Wir haben jetzt den Akku vorher schon ein bisschen geladen. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal rein elektrisch. Ja, ist ein bisschen schade mit dem Display, weil die Kamera hat so leichte Kontrastprobleme beim Einfangen. Wir kriegen das aber hin. Ich krieg das hin, weil heute auch relativ hell ist. Gott sei Dank. Ja, das ist so. Unterschied ist, kann ich denn auf Wunsch rein elektrisch fahren oder schaltet der zu automatisch, wenn ich will? Also im Grunde genommen ist es halt eben so, dass wenn er geladen ist, fährst du erstmal rein elektrisch. Sobald der extern aufgeladene Strom verbraucht ist, schaltet er automatisch in den normalen Hybridmodus rein. Hier siehst du es auch, das ist so ein Diagramm, wo man jetzt halt eben sieht, dass der Elektromotor mit Strom aus dem Akku beaufschlagt wird. Und wir haben natürlich auch so eine Rekuperationsfunktion schon mal mit drin. Ne? Das heißt, immer wenn ich Fuß vom Gas nehme, jetzt zum Beispiel... Spult er zurück. Richtig. Ja. Das heißt, der fungiert in der Motor als Dynamo und lädt dann die Batterie direkt wieder auf. Das ist aber insgesamt, insgesamt ist ja jetzt hier eine Batterie ist hier gezeigt. Das heißt, das ist die hinten im Heck ist und ich kriege immer ein schönes Display. Das ist aber schon sehr interessant, dass man sehen kann, wie sind die Fahrzustände. Also im Moment bin ich im Schiebebetrieb. Hier oben siehst du den EV-Mode neben der Temperatur. Im Schubbetrieb meine ich. Ja. Genau, der EV-Mode bedeutet, ich bin jetzt elektrisch, den kann ich aber auf Wunsch umschalten, wenn ich mir das aussparen will. Genau, ich kann jetzt hier umschalten, gehe dann in den normalen Hybrid-Modus rein. Ah, jetzt sieht man auch, der Motor lädt auch jetzt. Genau. Ah, okay. So. Krass. EV-Mode, EV-City hier oben, ne? Das EV-City ist die rechte Taste. Warte, ich zeig's mal gerade, ein bisschen größer. Die kann was? So, warte gerade einen Moment, ich schalte es gerade wieder um. So, EV-City. Ist jetzt an, EV-City? Nein, wir haben jetzt, das ist hier oben neben der Außentemperaturanzeige. Ne? Ja. Das ist jetzt wieder der rein elektrische Modus. Ne? Ist natürlich auch immer davon abhängig, wie die Außentemperaturen sind, ob man Heizwirkung braucht, ne? Wie weit die Klimaanlage mit angetrieben wird. Alles das läuft hier drüber. So, nochmal Zusammenfassung. Ich habe jetzt einen Plug-in-Hybrid, kann den zu Hause aufladen, wenn ich zum Beispiel in die Garage fahre oder ich brauche irgendwo eine Steckdose und kann unter Umständen, wenn ich weniger wie 40 Kilometer habe am Tag, die Tankstelle erstmal getrost beiseite lassen. Genau, also für Pendler, die so geringere Strecken zur Arbeit haben, ist das vielleicht ganz interessant, dass man wirklich fast rein elektrisch fahren kann. Die Ladezeiten sind relativ kurz. Das heißt, es ist auch durchaus möglich, dass man zum Beispiel auf der Arbeit das Auto irgendwo an eine Steckdose dranhängt und dann halt eben auch den Strom wieder lädt, für wieder nach Hause zu fahren. Das geht auch. Krass. Das Besondere bei Toyota ist, alles ist extrem einfach. Also ich hatte ja auch mal einen Toyota, bedeutet, ich steige ein, ich habe 0 Ballast, alles ist immer an der richtigen Stelle. Das gilt natürlich für viele Autos so, aber speziell bei Toyota ist alles extrem funktionell angeordnet. Kann man das sagen? Ja, ich meine, das vom Fahren her, man könnte ja jetzt denken, okay, neue Technik, Plug-in-Hybrid, wie auch immer, das ist kompliziert. Ich brauche einen neuen Führerschein. Da muss man einiges beachten. Das Ganze im Gegenteil. Also ich meine, es ist ein Automatikfahrzeug, der hat jetzt mal grundsätzlich ein Pedal weniger. Eigentlich als Fahrer brauche ich mich nur aufs Fahren zu konzentrieren. Ich bin entweder am Beschleunigen, gebe Gas oder ich bremse halt eben ab. Viel mehr musst du eigentlich nicht machen. Das ist eben super einfach vom Fahren her. Ja, Thema Spritverbrauch. Der Wagen, der kostet jetzt ein bisschen was, aber ich sag mal, für um die 30, 32 kriege ich auch tolle
Benziner, aber kein Plug-in-Hybrid. Das ist also diese Preis, ich sag mal, dieses Preisniveau, das ist neu jetzt, auch wahrscheinlich aufgrund der Förderung auch. Ja, natürlich. Die Förderung macht das ganze Thema jetzt nochmal interessanter. Ich denke jetzt eine rein staatliche Unterstützung in Höhe von 4.500 €, ohne das, was der Hersteller bzw. der Händler noch dazu gibt. Das ist ja schon eine Ansage. Und erleichtert eventuell den Umstieg halt eben auf eine alternative Antriebsform, die auch zukunftssicher ist. Ich meine, es ist jetzt gerade aktuell wieder entschieden worden, dass die CO2-Abgaben nochmal erhöht werden. Und ich denke, dass der eine oder andere sich da auch schon Gedanken macht, wie es mit seiner Mobilität weitergeht. Ja, ich denke auch, die Automobilindustrie hätte es zwar gern gehabt, wenn Diesel und Benziner auch noch weiter gefördert worden wären, aber es geht, glaube ich, nur so. Man muss es einfach durch die Förderung steuern. Es kommen immer mehr Elektroautos auf den Markt, aber das System hier mit einer kleinen Plug-in-Batterie, das belastet ja auch das Stromnetz kaum. Ist ja kaum mehr, ich sag mal, Energieentnahme wie, ich sag mal, ein Föhn oder so, der mal ein bisschen länger läuft. Ja, jetzt auch mal ein Wasserkocher. Nein, das ist Quatsch. Aber es ist halt eben auch für viele so, dass man einfach mit dem Auto jetzt nicht diese Angst hat vor irgendwelchen Reichweitenproblemen. Beim reinen Elektroauto überlegt man ja immer, wenn man längere Strecken fährt, wie komme ich da an, wo kriege ich mein Auto zwischendurch wieder aufgeladen, wie lange dauert es? Sind die Ladestationen alle besetzt? Das ist ja auch so ein Thema, also das weiß man auch nicht ganz genau. Im Moment sicher noch ein Thema, weil ich meine, das Netz mit den Ladestationen ist natürlich noch nicht so stark ausgebaut, wie man es vielleicht bräuchte oder wie man es gerne hätte. Also hier ist halt eben so, klar, wenn ich jetzt eine längere Strecke fahre, kann ich ganz normal tanken gehen und kann auch ohne Probleme längere Wege zurücklegen, ohne dass ich Angst haben muss. Und habe trotzdem einen sehr niedrigen Spritverbrauch wegen der Rekuperation. Richtig. Ja. Genau, ich kenne ja auch Autos, oder ich meinte, wir hatten zuletzt mal einen Probe gefahren, wir nicht, aber beim anderen Händler, der konnte nicht rekuperieren. Nee, wie auch immer. Rekuperieren, so jetzt habe ich es. Und das ist aber hier die komplette Prius-Technologie, die man kennt. Also sprich, ich bremse. Beim Bremsen ist der Motor ein Dynamo und schiebt die Energie wieder zurück. Und dann habe ich einen niedrigen Spritverbrauch. Die Garantie von dem Auto, das ist ja oft eine Frage, die Leute stellen. Wie lange habe ich denn Garantie zum Beispiel auf die Batterie? Also die Hybridkomponenten haben 5 Jahre Garantie vom Hersteller. Der Rest vom Auto 3 Jahre. Gut. Ist das ausreichend bei Toyota? Also ich denke, dass Toyota mit Sicherheit sagen kann, dass sie den größten Erfahrungsschatz haben mit diesem Antrieb. Und ja, ich denke, die Hybridantriebe von Toyota haben da schon einen sehr, sehr guten Ruf. Aktiver Spurhalteassistent, würde der jetzt funktionieren hier? Wir sind jetzt zu langsam. Wir fahren jetzt gerade 42 Stundenkilometer. Das heißt, das ganze System wird erst aktiv über 50 Stundenkilometer. Dann können wir hier nicht schneller fahren. Achso, das ist einer vor uns. Verkehr lässt es halt eben jetzt im Moment nicht zu. Sehr ärgerlich. Nee, ist Spaß beiseite. Das Auto, wenn ich das im Stadtbetrieb fahre, das ist eine ganz große Stärke, oder? Ja, es ist halt eben, ich sag mal, gerade so in den Situationen, wo man oft stehen bleiben muss, wieder anfahren muss, da ist es halt eben unheimlich entspannend, weil das merkst du nicht, du brauchst nicht irgendwie mit der Kupplung zu spielen oder wie auch immer. Das geht halt eben unheimlich fließend, das ist halt eben sehr angenehm. Und der Spiegel ist noch analog, nehme ich an, oder? Der Rückspiegel. Der Rückspiegel ist, was heißt analog? Das ist ein normaler Spiegel. Selbstabblender Innenspiegel. Nein, ist keine Kamera drin, meine ich. Da ist keine Kamera. Da haben wir zuletzt ja einen gezeigt, der hat eine Kamera drin gehabt. Das war, was war das, ein RAV4, oder? Das war der RAV4, genau, richtig. Cool. Also sehr leise. Man merkt überhaupt nicht, wenn der Motor ist gar nicht in Betrieb im Moment. Vorne der Benziner. Nein, wir sind jetzt immer noch, wie gesagt, wir hatten ja das Auto geladen, bevor wir losgefahren sind. Und die Fahrstrecke, die wir jetzt zurückgelegt haben, die war halt eben jetzt nicht so lang. Und dementsprechend sind wir halt eben immer noch mit Strom unterwegs. Also wir fahren im Moment quasi ein Elektroauto. Wie kann ich denn sehen, wie die... Ach, da unten ist die Reichweite. Das heißt, ich habe jetzt eine rein elektrische Reichweite von 21 Kilometern noch. Ja, genau. Da unten steht es unter dem Tacho. Richtig. Da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Du kannst hier diese Anzeige umschalten. Da siehst du auch so eine Batterie. Da siehst du, wie weit die geladen ist. Ne? Du kannst die Kraftstoffverbrauchswerte rausnehmen. EV-Verhältnis, wie gesagt, wir haben jetzt 92%
elektrisch zurückgelegt. Oh, jetzt sind wir schon wieder zurück. Muss ich wieder arbeiten. Genau. Aber das ist... Also ich kann schon gut verstehen, dass die in Berlin die Taxis gerne fahren, denn auch so das Beschleunigen, du hörst keinen Motor, nix, ist sehr, sehr entspannend, oder? Ja, das ist wirklich auch flott. Du kommst gerade so in engen Situationen sehr schnell vom Fleck, ohne dass du groß überlegen musst. Also es reicht wirklich aus, dann das Gaspedal mal kräftig durchzutreten und schon geht das Auto voran. Ja, piepst. Ja, wir haben jetzt auf der Seite, hier sieht man es noch, so ist so ein Edelstahlpfosten. Der wird jetzt schon von den Sensoren erfasst. Ansonsten ist hier ein klares Kamerabild, wo man halt eben auch sehr gut sehen kann, was hinterm Auto passiert. Sehr praktisch. Ja, eine starke Besonderheit ist, du hast es eben schon gesagt, ein Kollisionswarner, wenn du rückwärts fährst. Ja, genau. Er bremst sogar. Der bremst sogar, ja. Toll. So, ich denke, wir machen die Abmod. Guck mal da. Die Fußgänger erkannt hinten. Ja, du bist Toyota-Händler aus Leidenschaft. Ihr macht das Ganze schon seit den 80er Jahren, habt sogar rundes Jubiläum. Genau. Genau. Ja, wir haben jetzt dieses Jahr 40 Jahre Toyota hier in Saarlouis. Und da ist halt eben auch eine gewisse Verbundenheit zur Marke gewachsen. Sehr schön. Habt ihr Umsteiger schon mal, die auf den Prius neu kommen? Ja, natürlich. Also der Prius gewinnt jetzt nicht nur Kunden, die Toyota schon kennen, sondern es sind halt eben auch Kunden, die jetzt ganz gezielt nach alternativen Antrieben suchen. Und ich denke, der Prius hat sich da über die Jahre einen sehr guten Namen gemacht. Ja, hat auch die höchste Hybrid-Performance oder ich sag mal Erfahrung zumindest mal bei Toyota, die es gibt. Das heißt also, wenn die was bauen, leider ist es ja bei Toyota so, ADAC-Punch-Statistik war ja mal 80er, 90er, wart ihr extrem führend, dann wurden die anderen auch ein bisschen besser. Aber das ist nach wie vor noch so, Toyotas gehen selten kaputt. Ja, die Haltbarkeit ist wirklich überragend und Reparaturanfälligkeit ja entsprechend sehr gering. So. Ihr habt Kunden mittlerweile aus ganz Deutschland wegen den Videos. Wenn ich hier bei dir ein Auto kaufen möchte, weil ich so nett finde oder was weiß ich, kann ich denn, wie läuft das ab, wenn ich den jetzt sehe? Ich kann ja nicht extra herkommen, um meine Probefahrt zu machen. Du, es ist heute sehr viel möglich, was man telefonisch per E-Mail oder wie auch immer klären kann. Und das ist so kein Problem. Auch wie gesagt, Zulassung irgendwo innerhalb Deutschlands ist in der Regel kein Thema. Und in der Regel ist es so, wir stellen die Autos dann fix und fertig hier bereit, die sind zugelassen und der Käufer kommt hierher, nimmt sein Auto. Könnt ihr auch vom Bahnhof abholen? Habt ihr schon mal gemacht? Ja, das ist hier alles überschaubar. Ich meine, bis zum Bahnhof sind 5 Kilometer. Das ist Achso, die muss ja dann gehen, oder wie? irgendwie 10 Minuten mit dem Auto bist du hin und zurück gefahren. Ja, war Spaß. Ihr holt die ab. So, der Name der Firma heißt wie? Ja, wir sind das Autohaus Klein und wie gesagt, als Toyota-Händler hier in Saarlouis seit 1980 in der Wallerfanger Straße. Einer der ältesten Toyota-Händler Deutschlands. Ja, vielen Dank, Peter Dämmerle, und nochmal ein Blick auf die schöne Rückfahrkamera im neuen Toyota Prius 2020 als Plug-in-Hybrid. Danke. Tschüss, Peter.